Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich meinen Lesemonat August für euch. Wenn ihr mein Video mit meiner Leseliste für den August 2021 gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich mir für diesen Monat richtig viel vorgenommen hatte. Und es war mir zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gedreht habe, eigentlich schon klar, und ich habe es auch in dem Video gesagt, dass das alles, diese Masse an Büchern, die ich mir ausgesucht habe, nicht zu schaffen ist. Und wie erwartet, genauso war es auch. Und fast wäre ich auch nur mit 2 beendeten Büchern hier rausgegangen, aber dann so kurz vor knapp und Hörbuch sei Dank sind es dann doch 3 beendete Bücher im August geworden. Fast 4. Da erzähle ich gleich noch was zu. Das erste Buch, das ich beendet habe, ist Die Botschaft an der Wand von Maureen Johnson. Und das ist der finale Teil der Ellingham Academy Trilogie, erschienen im Löwe Verlag. Zum Inhalt werde ich mich hier dieses einzelne Bandes natürlich nicht groß äußern, wegen Spoilergefahr. Aber so grob zusammengefasst zum Inhalt. Es geht hier um Stevie und Stevie ist neu an der Ellingham Academy, einer Privatschule mit einer ganz mysteriösen Geschichte, muss man sagen, denn kurz nach der Gründung in den 1930er Jahren wurden die Frau und die Tochter des Schulgründers entführt und die Tochter Alice ist seitdem spurlos verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Stevie interessiert sich sehr für echte Kriminalfälle und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Ellingham-Fall zu lösen, aber kurz darauf, nachdem sie ankommt an der Schule, hat sie noch einen weiteren Fall zu lösen, denn einer ihrer Mitschüler wird tot aufgefunden. Ich fand, dass dieses Buch die Trilogie wirklich gut abschließt. Es wurden alle meine Fragen beantwortet und das Ende konnte mich auch noch überraschen. Das mag ich so bei diesen Büchern. Ich hatte beim Lesen super viele Vermutungen, was sowohl den Entführungsfall in der Vergangenheit als auch die Geschehnisse in der Gegenwart angeht, aber irgendwie lag ich nie wirklich richtig. Außerdem finde ich es hier sehr schön gemacht, dass nicht gebündelt am Ende des 3. Teils alle Geheimnisse aufgedeckt werden, sondern auch schon häppchenweise vorher in den Büchern. Das heißt, man bekommt immer so ein kleines Stück Aufdeckung, Aufklärung des Rätsels oder eines Rätsels, aber darauf wiederum folgen dann wieder neue Fragen und neue Rätsel, die es zu lösen gilt. Das macht die Bücher einfach sehr, sehr spannend und hält einen als Leser natürlich am Ball, weil man immer wieder neue Fragen zu beantworten hat, neue Vermutungen hat und das fand ich echt richtig cool gemacht hier bei dieser gesamten Trilogie. Trotzdem zieht sich der Einstieg bei diesen Büchern immer so ein bisschen, das hatte ich auch schon vorher bei Band 1 und Band 2 gesagt, aber hierzu muss ich sagen, dass Teil 3 sich da so ein bisschen abhebt, weil das Buch wirklich anfängt mit so einer überraschenden Wendung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe und die dann nochmal ganz neue Vermutungen hat entstehen lassen und dem Ganzen wirklich nochmal einen ganz anderen Twist gegeben hat. Und das fand ich richtig gut gemacht. Ihr merkt vielleicht, ich mag diese Trilogie sehr gerne, auch wenn sie ihre Schwächen hat, aber ich finde, es lohnt sich definitiv da dran zu bleiben, am Ball zu bleiben und weiterzulesen. Die Botschaft an der Wand, wie schon gesagt, auf jeden Fall ein gelungener Abschluss. Und weil es hier auch schon mal Verwirrung gab. Es ist so, dass mit Die Botschaft an der Wand die Trilogie auch komplett abgeschlossen ist. Aber es gibt noch einen weiteren Band, in dem auch Stevie wieder die Protagonistin ist. Man trifft auch weitere Charaktere aus der Ellingham Academy. Trotzdem ist das Ganze ein Standalone. Dieses Buch heißt The Box in the Woods und wurde bisher auch noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ich weiß auch nicht, ob es schon angekündigt wurde. Ich glaube nicht. Aber trotzdem, die Ellingham Academy ist abgeschlossen mit Die Botschaft an der Wand. Das zweite Buch, das ich im August beendet habe, ist Watch, glaub nicht alles, was du siehst von Michael Maisheit, erschienen im Heine Verlag. Ich habe hier mit einem super spannenden Thriller gerechnet und eigentlich auch erwartet, dass ich das Buch kaum aus der Hand legen werde, weil die Handlung so spannend ist. Muss aber sagen, dass ich hier leider doch enttäuscht wurde. Ich habe mir hier vorm Lesen bereits gedacht, was das zugrunde liegende Thema sein könnte, worauf sich der Titel Watch beziehen könnte und lag damit in gewisser Weise auch richtig. Und das war nämlich ein Thema, das ich super interessant fand. Nachdem ich das erste Kapitel gelesen habe, habe ich aber gemerkt, dass das Ganze doch eine ganz andere Richtung einschlägt, als ich erwartet habe. Aber vorher noch mal ganz kurz allgemein zum Inhalt. Und zwar geht es hier um Tina. Und Tina bekommt ein sehr lukratives Angebot. Sie soll nach London reisen und dort ihr Leben
leben. Heißt, sie muss dort nichts Besonderes machen. Sie hat dort eine Wohnung, in der sie lebt und sie kann sich die Sehenswürdigkeiten angucken und dafür soll sie halt einen Riesenbatzen Kohle kriegen. Einzige Voraussetzung ist aber, dass sie zu ihrem vorherigen Leben keine Verbindung erhält. Heißt kein Telefon und kein Social Media, gar nichts. Tina ist erst total skeptisch, was das Ganze angeht und ist dem auch eher abgeneigt. Doch dann passiert etwas in ihrem Privatleben, was sie dann doch dazu bringt, diesen Deal einzugehen. Tina ist auch nicht auf den Kopf gefallen. So, sie kann sich schon denken, dass das Ganze nicht so wirklich mit rechten Dingen zugeht. Sie verschließt aber so ein bisschen die Augen davor. Heißt, sie spielt zunächst dieses Spiel mit, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich dann die Ereignisse wirklich überschlagen und sie selber in Lebensgefahr schwebt. Ich habe es eben schon gesagt, nachdem ich das erste Kapitel bzw. den Prolog gelesen habe, wird auch ziemlich schnell deutlich, in was für eine Richtung das Ganze hier einschlägt, beziehungsweise mit was für eine Art von Gegenspieler wir es hier zu tun haben. Und das ist nicht so ganz meins. Ich muss hier aber auch zugeben, dass ich mir hier mal nicht in die Leseprobe durchgelesen habe oder reingeguckt habe. Hätte ich das gemacht, hätte ich das natürlich schon gewusst, wäre dann vielleicht auch mit einer anderen Erwartung an dieses Buch herangegangen. In dem Sinne, dass ich einfach vorher schon gewusst hätte, mit was genau wir es hier zu tun haben. Aber ich habe gedacht, dass mich dann hier eine super spannende Handlung darüber hinwegtrösten kann, was dann leider nicht so ganz der Fall war. Es wird einem als Leser hier ziemlich schnell klar, was für eine Aufgabe Tina hat. Und es ist nicht so, wie ich zuerst beim Lesen des Klappentextes gedacht habe, dass sie die ganze Zeit in dieser Wohnung in London sitzen muss und diese Wohnung nicht verlassen darf. Es ist überhaupt nicht so. Sie darf rausgehen, beziehungsweise sie soll sogar rausgehen. Es gibt natürlich einen Grund, weswegen ausgerechnet Tina für diesen Job ausgewählt wurde. Und zu Beginn ist das für mich auch noch so ein bisschen schlüssig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als die Handlung weiter fortfährt, wurde das Ganze für mich dann doch eher unlogischer und immer unrealistischer. Es geht hier aber auch nicht nur um Tina, sondern es geht beispielsweise auch um den Europol-Ermittler Niall, wird es glaube ich ausgesprochen. Und er ist so ein ganz klassischer Ermittlercharakter, wie er einem häufiger begegnet. Er ist so ein bisschen, so ein Eigenbrötler und er hat ein traumatisierendes Erlebnis in seiner Vergangenheit gehabt, das ihn so ein bisschen zum Alkohol drängt. Also er ist dem Alkohol nicht ganz abgeneigt und im Gegensatz zu seinen Kollegen hat er aber trotzdem natürlich ganz alleine den absoluten Durchblick. Auch jetzt nichts was Neues, kennen wir schon. Das fand ich jetzt aber im Prinzip auch nicht so schlimm. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mir die Charaktere sowohl Niall als auch Tina doch ein bisschen blass geblieben sind und ich da nicht so wirklich den Bezug zu aufnehmen konnte. Die Handlungen der beiden wurden irgendwie begründet, aber ich muss halt sagen, gerade Tina, also natürlich Geld spielt bei ihr, dass sie das Ganze überhaupt macht, eine riesengroße Rolle, aber irgendwann wird ihr ja auch bewusst, das kann gerade nichts Legales sein, weswegen sie da ist oder was ihre Aufgabe gerade ist. Und das ist dann halt doch schon ziemlich fragwürdig, muss ich sagen. Zum Thema Spannung, die kam leider für mich nicht so ganz auf. Also erst so im letzten Drittel hat das Ganze für mich so an Fahrt aufgenommen, also dass mich die Handlung wirklich mitreißen konnte. Aber ganz, ganz großes Aber. Da wurde dann auch die Handlung, ich habe es schon gesagt, einfach vollkommen unrealistisch. Also für mich null nachvollziehbar und einfach so, dass ich gedacht habe, okay, das kann so nicht passieren. Ich habe die ganze Zeit irgendwie auf den großen Knall gewartet, auf einen super spektakulären Showdown, auf nochmal eine super plötzliche und unerwartete Wendung. Aber irgendwie ist das Ganze halt wirklich so ziemlich geradlinig halt auf diesen Showdown zugelaufen, der dann für mich auch ziemlich banal war. Ich muss sagen, ich fand die komplette Auflösung, also der Grund, warum das Ganze überhaupt passiert, der Grund, warum Tina überhaupt engagiert wird von diesen Gegenspielern, den fand ich ziemlich banal, muss ich ganz ehrlich sagen, und nicht so, so eines Manövers würdig. Also aus meiner Sicht, diese Art von Gegenspieler sieht das vielleicht anders, aber ich fand einfach insgesamt war es halt irgendwie, leider nicht so ganz meins. Ich hatte große Erwartungen am Watch,
die leider nicht erfüllt wurden. Kommen wir zum dritten Buch im August und das ist Jake Jones und die Hüter der Zeit von Damien Dibben, erschienen bei Penhaligon. Ich habe hierzu das Hörbuch gehört, gelesen von Simon Jäger, und ich muss hier sagen, dass ich es wirklich kurz vor knapp erst beendet habe, dieses Buch. Ich habe es in dem Leselistenvideo schon erzählt, dass das ein Rache des Sub-Buch ist. Also eins, das schon sehr, sehr lange ungelesen bei mir rumsteht, und es war für mich jetzt einfach an der Zeit, dass es gelesen wird. Ich wollte reinlesen im August bzw. reinhören und habe dann aber ziemlich schnell auch gemerkt, okay, das ist echt eine ganz coole Geschichte. Das ist ein Zeitreiseroman, in dem der Protagonist Jake Jones im Zentrum steht, und Jake Jones denkt, er ist so ein ganz normaler Junge mit ganz normalen Eltern, die ein Sanitärgeschäft betreiben. Mehr schlecht als recht, aber immerhin. Und es ist eigentlich auch üblich, oder für Jake ist es üblich, dass seine Eltern immer mal wieder auf Geschäftsreise sind, so ein paar Tage irgendwie verreist sind. Das ist auch am Anfang des Romans der Fall. Jakes Eltern sind nicht da, aber dann wird Jake plötzlich entführt. Diese Entführung ist aber eigentlich ganz harmlos, denn die Entführer wollen ihm nichts Böses. Vielmehr brauchen sie seine Hilfe. Die Entführer eröffnen Jake, dass sie zum Geheimbund der Geschichtshüter gehören und dass nicht nur Jake durch die Zeit reisen kann, sondern auch seine Eltern. Und genau da sind sie nämlich, wenn sie auf den sogenannten Geschäftsreisen sind, und die Eltern brauchen Hilfe. Das heißt, Jake begibt sich nun auf seine allererste Zeitreise ins 16. Jahrhundert. Ich liebe es, über Zeitreisen zu lesen, und dieser Roman ist wirklich eine super spannende Abenteuergeschichte, gespickt mit sehr besonderen und teilweise sehr skurrilen Charakteren. Wir haben hier ganz klassisch die Guten und die Bösen sind auch wirklich ordentlich böse, denn der Oberböse, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, Xander Selt, möchte die Vergangenheit ändern, und er hat einen sehr, sehr erschreckenden Plan gefasst, und er muss natürlich aufgehalten werden. Jake war für mich ein richtig cooler Protagonist, der auch wirklich eine ordentliche Wandlung durchmacht an manchen Stellen, oder es kommt einem schon diese Wandlung schon teilweise sehr plötzlich vor, aber trotzdem hat das mein Lesevergnügen überhaupt nicht irgendwie beeinträchtigt. Und einige der Nebencharaktere, ich habe schon gesagt, teilweise sehr skurrile Charaktere, lockern die Handlung einfach nochmal auf, weil sie einfach sehr besonders sind und für ein Schmunzeln beim Lesen sorgen. Das heißt, diese Geschichte ist halt ein richtiges Abenteuer, also wirklich sehr, sehr spannend erzählt, aber auch mit so einer Prise Humor dabei. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist der Auftakt einer Trilogie, soweit ich weiß. Es sind zumindest bisher 3 Bände erschienen, auch im Englischen 3 Teile. Ob da jetzt noch mehr geplant sind, weiß ich nicht, konnte ich keine Infos zu finden. Aber das Ende hier bei diesem Band macht auf jeden Fall Lust auf mehr, sodass ich jetzt wirklich so ein bisschen überlege, mir da doch noch Teil 2 und Teil 3 von zuzulegen, obwohl Teil 1 halt wirklich super lange hier lag. Ich gehe noch mal so ein bisschen in mich. Insgesamt hat es mir gut gefallen. War jetzt auch kein absolutes Highlight, aber es hat Spaß gemacht. Dass ich im August nur 3 Bücher beendet habe, heißt nicht, dass ich auch nur diese 3 Bücher gelesen habe. Ich habe es eben ganz am Anfang des Videos schon gesagt. Ich habe fast auch noch ein 4. Buch beendet, nämlich von P.C. Cass Goddess of Light. Auch das ist ein Buch, das schon seit Ewigkeiten auf meinem Sub rumschimmelt und gehört zu meinen 12 for 20, also 12 für 2021. Und ich habe angefangen, das zu lesen, und die Handlung hat mich auch sehr schnell mitgenommen, und ich habe dann irgendwann gemerkt und habe gedacht, vielleicht schaffe ich es noch, im August das Buch zu beenden, und habe dann, weil das bei Jake Jones mit dem Hörbuch so super geklappt hat, habe mir dann auch davon das Hörbuch runtergeladen und gehört. Also ich habe am 31. August, ich habe so viel in diesem Hörbuch gehört, bei sämtlichen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, habe ich dieses Hörbuch gehört, und ich bin auch richtig gut darin vorangekommen, muss auch sagen, die Geschichte gefällt mir super, aber letztendlich hat es nicht gereicht. Ich habe es nicht beenden können, aber es fehlt auch nicht mehr super viel, also es fehlt noch, es fehlt noch so ein Drittel ungefähr, aber das heißt, das werde ich dann Anfang September auf jeden Fall noch beenden, aber da habe ich dann noch im August so in den letzten Zügen noch ordentlich was weglesen können. Das war mein August, ein durchwachsener Lesemonat, muss ich sagen, aber ich freue mich auf den September. Wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches euer Lesehighlight im August 2021 war, und nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche beim neuen Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.